Hallo Leute, ich bin Christopher. Willkommen zum zweiten Tag meiner zweiteiligen Tour durch Niedersachsens Mittelgebirge, den Harz. Wer Motorradziele in Deutschland sucht, der sollte in jedem Fall auch mal hier vorbeischauen. Vielleicht inspirieren dich ja die ein oder anderen Bilder von meinen Touren hier. Ich freue mich in jedem Fall, dass du mit dabei bist. Und ja, los geht's. Viel Spaß bei der Tour. In diesem Video bin ich überwiegend in der östlichen Hälfte des Harzes unterwegs, wie du auf der skizzierten Route bestimmt schon erkannt hast. Die Tour ist etwa 250 Kilometer lang, ohne Pausen wären das allein schon rund 4,5 Stunden reine Fahrzeit. Vielleicht hast du auch den ersten Teil meiner Harzreise gesehen, da war ich in der westlichen Harzhälfte unterwegs. Diese Tour war etwa 230 Kilometer lang. Schau gerne auf meinem Kanal vorbei, um dir auch die Tour anzusehen. Streng genommen gehört der Kyffhäuser nicht zum Harz, sondern ist ein eigenes, kleineres Mittelgebirge südlich des Harzes. Aber da er ein so schönes Ausflugsziel gerade für Motorradfahrer ist, steuere ich ihn ebenfalls an. Die Anfahrt zum Kyffhäuser Denkmal ist fahrerisch ein wirklicher Leckerbissen, wie die Bilder hoffentlich rüberbringen. Unter der Woche ist es hier schön ruhig, an den Wochenenden und Feiertagen kann es im Harz und auch auf der Anfahrt zum Kyffhäuser Denkmal sehr voll werden.
Wetter, aber bester Stimmung stehe ich hier am Kaiser-Wilhelm-Denkmal oder Kyffhäuser-Denkmal oder Barbarossa-Denkmal. Die Aussicht ist heute nicht so schön, ansonsten könnte man hier relativ weit gucken. Nun bleibt einem einfach dieses Denkmal, was das drittgrößte Denkmal Deutschlands ist, nach dem Völkerschlachtdenkmal in Leipzig und dem Kaiser-Wilhelm-Denkmal bei Porta Westfalica. 81 Meter ist das hoch, von 1896, glaube ich. Ja, und errichtet wurde es zu Ehren Kaiser Wilhelm I. auf dem Gelände der ehemaligen Reichsburg Kyffhausen. Dieses symbolische Bollwerk sollte sicher vom Kyffhäuser-Mythos profitieren. Unter dem Reiterstandbild von Kaiser Wilhelm findet sich auch Kaiser Friedrich I. in Sandstein verewigt. Der Stauferkaiser Friedrich I. ist vielen wahrscheinlich eher unter dem Namen Barbarossa bekannt, was aus dem Italienischen kommt und so viel wie Rotbart heißt. Etwas verkürzt lautet die Saga um ihn wie folgt. Hier am Kyffhäuser schläft er angeblich seit 900 Jahren in seiner Höhle und schaut einmal im Jahrhundert heraus, um zu prüfen, ob die Raben noch um den Kyffhäuser fliegen. Tun sie dies nicht mehr, kommt er heraus, führt die endgültige Schlacht zwischen Gut und Böse an und soll denn gewinnen, sein altes Reich zu neuer Herrlichkeit führen. Eine malerische Darstellung, wie das aussehen könnte, findet sich in den Wandbildern im Kaisersaal der Kaiserpfalz in Goslar. Die Wandbilder dort entstanden etwa zur selben Zeit wie das Kyffhäuser-Denkmal. Wirklich sehenswert. Zwischen Allrode und Thale rollt man über erstklassige Sträßchen durch einen richtigen Märchenwald. Ich kann nicht anders und muss hier eine kleine Pause direkt am kleinen Bach Lobode machen, um die Stimmung hier aufzunehmen. Der kleine Bach und die Straße fließen hier in geringem Abstand kurvenreich durch die Landschaft. In Treseburg fließt der Bach dann in die Bode und weiter westwärts. Wenn ich zunächst Richtung Osten zum Hexenplatz bei Thale fahre, bevor ich hier wieder vorbeikomme, um der Bode ein Stück flussab zu folgen.
Ein mystischer Ort ist ja dann auch der Hexentanzplatz bei Thale. Hoch oben über dem Grand Canyon des Harzes, dem Bodetal, treffen sich in der letzten Aprilnacht jedes Jahres die Hexen, um die Walpurgisnacht zu feiern. Ob man die richtigen Hexen wirklich erkennt, ist aber zweifelhaft, denn die Harzer Walpurgisnacht auf dem Hexentanzplatz ist inzwischen ein riesiges Fest mit Live-Musik, Lasershow, Feuerwerk und vielen tausend Besuchern, die sich gerne dann auch als Hexen verkleiden. Wer gerade in der Zeit im Harz ist, sollte sich dieses Spektakel nicht entgehen lassen. Aber auch an jedem anderen Tag bei klarem Wetter hat man hier einen fantastischen Blick auf den Aussichtspunkt Rostrappe, der weit oben auf einem Granitfels ruht, sowie auf die Gaststätte Königsruh, die eingeschlossen von den Felsmassiven im Bodetal liegt. Direkt am Ortsausgang von Treseburg steht ein faszinierendes Gebäudeensemble, das man so hier nicht erwarten würde. Nur durch eine Furt durch die Bode oder über eine Fußgängerbrücke erreichbar stehen hier die Villen an der Bode. Ende des 19. Jahrhunderts erbaut, wurden sie im Stil an die Architektur angelegt, die damals während der Belle Époque in Frankreich sehr beliebt war. Erbaut wurden die Gebäude aus Steinen der Treseburg. Von der Burg ist heute nicht mehr viel übrig. Sie stand auf der kleinen Felsnase oberhalb der Bude auf der anderen Seite wie die Villen. Weiter geht es über die Rappbode-Stahlsperre. Sie staut im Rappbode-Stausee etwa 110 Millionen Kubikmeter Trinkwasser auf und gehört damit zu den größten Trinkwassertalsperren in Deutschland. Bei der Höhe der Staumauer belegt sie mit ihren 106 Metern sogar Platz 1. Wer noch einen Adrenalinkick braucht, kann hier über die 460 Meter lange Hängebrücke laufen oder Kopf voran an einer 1 Kilometer langen Zipline entlang rutschen.
Für eine längere Pause eignet sich auch die pittoreske Eichstätt oder das Schloss in Wernigerode. Ich bin allerdings schon etwas hinter meinem Zeitplan und fahre heute ohne Stopp durch die schöne Stadt. In Dreiennen könnte man in die Harzer Schmalspurbahn umsteigen und standesgemäß mit der Dampflok auf den Brocken fahren. Die einfache Fahrt kostet Stand heute 34 Euro. Ich fahre weiter und schaue kurz in Schirke vorbei, wo man ebenfalls in die Dampflok Richtung Brocken zusteigen könnte. Dort ist zudem namensgebend für den Kräuterlikör Schirker Feuerstein und ein guter Startpunkt für einen Brockenaufstieg. Meine Rundtour endet, wo sie begonnen hat, in Braunlage. In dem Wintersportort ist auch im Sommer immer viel los. Für einen Kaffee zum Tourabschluss findet sich hier aber trotzdem sicher ein Platz. Also denn, ich freue mich, dass ihr mit dabei wart und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut.